Der Start in die Rückrunde beginnt mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln, Tabellenletzter. Wir sind Zweiter. Ihr wisst alle noch, wie das in der Hinrunde ausgegangen ist. 1-1 zu Hause, mickrig. Aus unserer Sicht, die Kölner haben aus den letzten 5 Spielen 4 Niederlagen. Also wie die bei uns einen Punkt holen konnten, ich weiß es bis heute nicht, da sind wir selber schuld. Aber egal, wir kommen mit einem 6:1 aus dem Auswärtsspiel in Münster. Wie gesagt, es tut mir leid für Münster, aber mussten wir machen fürs Torverhältnis. Und jetzt geht's rein in die Rückrunde. Viele Spiele in der Bundesliga, Champions League sind wir noch mit dabei. Da haben wir also auch noch einiges vor. Ja, und das Transferfenster ist auch noch offen. Ja, ich habe ein Angebot von Braithwaite oder für Braithwaite abgelehnt. Da war der auch noch mit dabei. Und wir werden wahrscheinlich in dem Part auch die ersten Berichte von unserem Jugendscout aus Brasilien bekommen. Jetzt kriegen wir erstmal den Schuss von Fofana hier. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Spiel hier verläuft. Ob das ein bisschen wilder wird wie in der Hinrunde. Ob wir ein bisschen dominanter spielen oder ob es genauso ein Krampf wird. Also das war echt schon nicht gut von uns in der Hinrunde. Aber gut, was willst du machen? Ist wie es ist. Dazwischen hatten wir auch mal ein 6:1 in Münster. Also und ein 5:2 gegen den VfB. Ihr seht, es geht auch anders. Duro. Heute für Ekitike. Und Braithwaite für Robin Koch heute. Die sind nicht so ganz fit. Deswegen diese beiden Wechsel. Ansonsten, ja. Die alte Truppe. Und wir kriegen auf jeden Fall Platz. Also in der Mitte. Das Zentrum, das gehört uns. Usun Fofana habe ich oben gesehen. Der läuft durch. Und jetzt, kriegt er den noch. Es gibt sogar Abstoß. Schade. Da ist er dann nicht schnell genug. Da kam der Gegner dann angerauscht. Und dann kriegt er den noch nicht oder nicht vorbeigespitzelt. Aber trotzdem, wir machen Druck. Weiterhin hier im Pressing bleiben. Irgendwann wird das zum Ballverlust führen oder halt zum Schuss nach vorne. Alle müssen da mitarbeiten. Duro, Usun, Listesch. Alle nach vorne, alle nach hinten. Anders wird das heute nicht gehen. Brown, ja, ein bisschen unglücklich. Und dann haben die Kölner Platz über Urutakwa. Gegen Brown muss er haben, hat er. Oh, keine Ecke. Gut gerettet. Und die Chance, schnell umzuschalten. Über Kopmanners, Duro. Das ging auch zu schnell für die Kamera hier, Listesch. Schön gemacht. So, wer ist jetzt frei? Jetzt fehlt jemand in der Mitte. Da wäre eigentlich Usun. Oder hätte eigentlich Usun stehen müssen. Der ist jetzt außen. Listesch winkt. Ja, aber du stehst hinterm Gegenspieler, Junge. Wie soll ich dich da anspielen? Wie soll ich dich da denn anspielen? Fofana, Duro. Der löst sich. Duro mit dem Lupfer. Hinein ins Tor. Und das 1:0. Dann spielen wir es halt so aus. Jungs, ihr müsst euch mal lösen von den Gegenspielern. Er winkt, läuft aber in Gegenspieler rein. Das ist doch total sinnfrei. Hier, da, im richtigen Moment. Die Kölner standen am 16er. Wollten wahrscheinlich auf Abseits spielen, aber das hat Gott sei Dank nicht funktioniert. Und Duro mit dem Lupfer. Perfekt. Nicht zu doll, nicht zu leicht. Und er kommt erst hinter der Torlinie wieder runter. 1:0. Duro auch schon mit seinem 10. Tor. Der spielt gar nicht so häufig, ne? Also klar, Ekitike ist ja meistens der spielt. Duro kommt dann aber immer rein. Der macht aber auch seine Tore. Und deswegen so ein Zweiersturm mit Ekitike, mit Duro. 4-2-2-2 ist vielleicht so der Wunsch für die nächste Saison. Mit Usun und Listesch. Da müssten aber Fofana und Adingra, entweder müsste ich die irgendwie umtrainieren, noch eine andere Position geben. Das sind so spontane Überlegungen, die mir jetzt gerade in den Sinn gekommen sind. Deswegen sind sie ja spontan. So. Nächster Angriff. Kopmanners, Duro, Usun. Das sieht sehr gut aus. Sehr schnell, sehr flüssig. Und wieder ist Duro frei. Duro allein gegen alle. Ja, nee, nimmt er Usun mit. Usun! 2:0. Es geht doch. Auch gegen Köln. Warum haben wir uns denn in der Hinrunde so schwer getan? Das verstehe ich dann im Nachhinein nicht. Aber wir sind wieder da. Wir sind jetzt wieder in einer guten Phase. Seit dem VfB-Spiel geht es wieder bergauf. Oder seit dem Leipzig-Spiel eigentlich schon. Wir haben uns gefangen, spielerisch. Und es läuft auch wieder für uns. Ja, Can Usun, den muss er natürlich machen. Der Doppelschlag innerhalb von 7 Minuten. Und der wird halt auch seinen Marktwert steigern. Das wird auch schwer, den zu halten. Aber den will ich halten. Zur Not verlängere ich den Vertrag. Aber wenn halt ein Angebot von über 100 Millionen reinkommt, dann muss ich das machen. Das kann ich leider nicht ablehnen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch haben wir das Spiel hier gar nicht rum. Achtung. Die
Kölner kommen über Gallo, Fofana, kein Foul, nee. Fairer Zweikampf, nächste Chance umzuschalten. Die Kölner sind auch, habe ich das Gefühl, anders als in der Hinrunde in dem Spiel, auch nach vorne hin ein bisschen offener, ein bisschen risikobereiter. Deswegen ergeben sich wahrscheinlich auch die Lücken hinten. Weil in der Hinrunde haben die nicht so offensiv gespielt. Da standen sie viel mehr hinten oder wir haben einfach nicht gut gespielt. Oh, Bayern spielt gegen Leipzig. Ist auch gut für uns. Nehmen sie sich die Punkte gegenseitig. Fofana, Adingra hat Platz. Gegen Gallo, Duro ist wieder frei. Eine schöne Flanke, Duro! Das hätte noch gefehlt heute. Fallrückzieher-Tor. Hätte schön ausgesehen, auf jeden Fall. Weiter geht's. Aber wisst ihr, was noch schön aussieht? So ein Schuss von Weitem. Fofana zum Beispiel. Der kann das. Jetzt schießen wir aber hier aus allen Lagen, ey. Egal, Feuer frei. Spiel, Spaß, Freude. Ich ziehe die Handbremse nicht an. Guck, auch hier im Mittelfeld habe ich das Gefühl, wir pressen sehr gut. Besser als noch in der Hinrunde. Und draufbleiben. Zack, nächster Ballgewinn. Komm, Duro nochmal. Nee, kommt da nicht ran. Und jetzt aufgepasst. Fofana. Zack, dann ist der halt wieder da. Und sofort geht's schnell nach vorne. Und wir haben auch den Platz. Das hatten wir auch in der Hinrunde nicht gegen die Kölner. Adingra gegen Christensen. Ja, oh, der Keeper kommt schon raus, hat spekuliert. Wo steht der denn? Der steht ja völlig falsch. Schade. Bisschen mehr zum Tor hin, dann wäre der reingegangen. Habe ich zu spät gesehen. Egal. 2-0 verdient. Das ist ein richtig starkes Spiel von uns. Wir pressen vorne, wir haben gute Aktionen. Hinten stehen wir auch, ja, dicht. Verteidigen das, was zu verteidigen ist. Das spiegelt sich auch hier wieder. Mal gucken, XG-Wert bei 1,3. Also ist völlig okay. Völlig okay, dass wir hier führen. Und ich hoffe, wir machen jetzt so weiter. Lassen uns nicht auf unnötiges Gespiele ein. Legen am besten noch ein drittes nach. Und dann ist ja eigentlich auch schon so gut wie Schicht im Schacht. Aber bis dahin müssen wir halt noch. Schön die Lücke hier zuhalten. Und Dimitriou, der passt natürlich auch auf. So, und der Angriff. Ihr seht, Brown kommt wieder direkt mit nach vorne. Listisch, jetzt warten wir einen Moment. Jetzt spielen wir ihn im richtigen Moment. Sehr schön. Und Brown ist vorbei. Kriegt er den ganz unten hin. Der war geplant jetzt. Der ist ihm nicht verrutscht, der war geplant. Adingra, Fofana und Koopmeiners. Hopp, nimm dir mal ein Herz. Koopmeiners. Da warte ich auch nochmal drauf, dass der mit 30.000 Sachen in den Winkel fliegt. Ach, Steven Bergwijn, natürlich. Warum nicht? Eine weitere Episode von kuriose Transfers im Karrieremodus. Steven Bergwijn zum 1. FC Köln. Mein Gott, ey. Gab schon so einige wilde Transfers. Achtung, Bali, die bitte. Na, wo ist er? Duro und Fofana kriegen die nicht über die Linie. Steven Bergwijn, ja, da hätte ich auch drauf kommen können. Aber egal. Wir haben Adingra, wir haben Fofana, wenn er denn mal wieder fit wird, langsam. Müsste ja die Zeit sein. Ne? Ich habe ja gesagt, so bis Mitte, Ende Januar ist er dann insgesamt 2 Monate schon raus. Wir brauchen den. Der ist auch wieder wichtig oder wird auch noch wichtig. Auch schneller Mann, der hat viel Geschwindigkeit, genau wie Adingra. Der Platz ist da. Brown wieder über außen. Listisch, die beiden. Das klappt ja ganz gut hier, die linke Seite. Brown, oh, muss er besser mitnehmen. Und Listisch und wieder. Wer will von Weitem? Wieder Koopmeiners. Oh, der hat zu viel Platz. Aber jetzt! Und Duro kriegt den da fast noch. Was gibt's? Elfmeter? Nö. Ja, entweder Foul oder Abseits. Ich glaube, Abseits war es. Aber die Kölner, ja, die suchen noch momentan nach ihrer Leistung. Wir machen das gut. Hier, wir gehen ins Pressing rein, laufen die Passwege zu, sind dann auch in den Zweikämpfen diesmal im richtigen Moment da. Aber Achtung, Durchbruch und so weiter. Nee, diesmal nicht. Da wäre er wieder durchgekommen. Und wieder über Adingra. Rechte Seite gehört heute ihm gegen Gallo. Gibt den Einwurf, gibt auch einen Wechsel oder ein paar Wechsel bei uns. Gucken wir mal, Listisch. Da können wir Paxton Aronson reinbringen und Usun auf den Flügel. Vorne, ne, da lasse ich mal Duro heute durchspielen. Hier können wir Skiri reinbringen. Namdi Collins können wir auch mal reinbringen. Hauge. Fernandes, der hat auch selten gespielt. Ich weiß gar nicht, ist der eigentlich stärker? Ich guck mal, 84 Tempo. Wie sieht das bei Rega aus? 83 Tempo, gut, da nehmen sie sich nicht viel. Aber wie gesagt, da muss von der Gesamtstärke her auch noch mal im Sommer dann nachgelegt werden. Ein Verteidiger so über 80 sollte es dann schon sein. Ich will mich halt auch weiterentwickeln und weiterhin die Mannschaft
verstärken. So, jetzt haben wir Fernandes, Adingra, Aronson. Skiri Koopmeiners, oben Usun. Ja, ein Kontakt, sehr gut gemacht. Und dann haben wir auch Platz und den Abschluss. Aber wenn der erste Kontakt halt immer scheiße ist, wie das schon ganz oft der Fall war, dann kriegen wir so Chancen auch nicht. Ach, Barcelona, natürlich, warum auch nicht. Nächstes Spiel, Champions League, freue ich mich drauf. Schöner Gegner, Barcelona. Den gucken wir uns auch nach dem Spiel mal an, wer da alles spielt. Das sind halt diese Spiele, für die man, ja, hier in der Bundesliga spielt, ne? Wofür es sich lohnt zu fighten bis zum Saisonende, um dann halt gegen Barca, gegen den AC Mailand zu spielen, bei Arsenal London. Jetzt kommt Steven Bergwijn gegen Fernandes, die beiden Neuen. Da kriegen wir den noch, schade, es gibt Einwurf für die Kölner, aber die sind Gott sei Dank nicht so gut drin. Ich hoffe, dass die jetzt nicht nochmal in den letzten 20 Minuten aufdrehen. Aber da können wir auch einiges dran hindern. Wieder Fernandes dazwischen, sehr schön, genau. Schön aufgepasst, aber kriegt er nicht Abseits? Ja, Abseits. Also, ein gebrauchter Tag bislang für die Kölner. Anders als in der Hinrunde, da haben sie gegen uns wirklich richtig gut gespielt. Leider. Wir haben den Ball nicht so oft ins Tor bekommen, dass wir hätten gewinnen können. Aber heute sieht das ganz anders aus. Heute sieht das sehr flüssig aus, sehr schön, sehr rund. Koopmeiners auf Usun. Das könnte jetzt das 3:0 geben. Usun, sehr schön. Tolle Ballrolle. Ja, easy peasy. Für so einen Feintechniker, für so einen Straßenfußballer. Das war so ein typischer Fußballkäfig-Spieler. Also auf diesen ganz engen Räumen. Diese Fußballkäfige oder auf dem Bolzplatz früher. Ballrolle rein ins kurze Eck. Besser geht's nicht. Besser geht es nicht. Besser kann man nicht in die Rückrunde reinstarten. Halt mit so einem Achtungserfolg. Oder mit so einer, wie sagt man, Machtdemonstration nicht. Mit einer Ansage einfach. Mit einer Kampfansage an die Konkurrenz, an Bayern, an Leipzig, an Leverkusen. Dass wir da sind. Wenn die anderen nicht da sind. Busio, selbst den haben wir heute gut im Griff. Der hatte in der Hinrunde auch einen Freischuss, den er an die Latte noch gezimmert hat. Also auch davon ist heute auch Gott sei Dank nichts zu sehen. Und Duo könnte abseits sein. Wieder dieser eine Schritt. Dieser eine typische Schritt, den wir dann zu schnell waren. Aber die Kölner sind noch da. Über Obus. Zumindest hier zum 1:3 zu kommen. Teixeira. Achtung, Koopmeiners. Ach Quatsch, Dimitriou. Dimitriou ist dazwischen. Und der Eckball, die Kölner. Achtung, komm jetzt doch nochmal. Aber das war harmlos. Kauer, Santos. Jetzt kann er unten nochmal Spiel schnell machen. Wenn wir es hinkriegen. Ja, so halbwegs. Ja, nee, doch nicht. Okay. Zu kompliziert. Zu schnell der Abschlag. Ja, die Kölner sind jetzt aber nochmal da. Oh, die kommen nochmal zu ihrer Chance. Santos. 5 Minuten vor Schluss. Jetzt ist die Luft auch ein bisschen raus. Jetzt dürfen sie sich auch nochmal ein bisschen zeigen und beweisen. Und vielleicht gibt es nochmal eine Chance für uns. Fernandes. Wo ist ein Adingra? Da ist er. Gegen Gallo. Da kommt Gallo nicht hinterher. Adingra. Ja, es ist niemand in der Mitte. Dann brechen wir ab. Drehen um, machen so. Koopmeiners, Usun, Brown. Hier die beiden Nürnberger Freunde. Die ehemaligen Nürnberger Freunde. Muss man ja sagen. Und Teixeira kommt nochmal. Aber der läuft auch heute ja auf Granit, gegen die Wand, gegen eine Mauer. Also unterm Strich auch heute sehr souveräne Leistung. Nicht ganz so torreich wie in Münster, aber egal. Es ist wichtig, dass wir hier gut in die Rückrunde starten. Jetzt hoffe ich mal auf ein paar gute Spieler aus Brasilien. Und dann kann die Rückrunde gerne so weiterlaufen. Ja, jetzt ist Schluss. Also 3:0. Alles gesagt. Sehr guter Auftritt. So müssen wir weitermachen. Also ein ganz wichtiger Sieg, weil Bayern und Leipzig auch wieder nicht gewinnen. Die nehmen sich die Punkte gegenseitig. Also besser hätte dieser Spieltag nicht für uns laufen können. Und jetzt gibt es halt auch noch ein paar Bonusspiele obendrauf. Das Heimspiel gegen Barca und dann noch das Heimspiel gegen den AC Mailand. Ja, souverän. Sehr, sehr schön so. 2 ungelesene Mails. Ist da eventuell schon... England will mich als Nationaltrainer haben. Okay. Interessant. So, was hat Adingra hier zu sagen? Wird viel über meine Person geredet. Du kannst noch mehr. Auch da ist halt die Frage, ob ich den zum ZOM umentwickle. Weil wenn ich meistens mit ZOMs spiele und wenn ich auch auf 4-2-2-2 eventuell stellen möchte... Ja, jetzt kriegen wir wieder keine Berichte, weil erst der 17. oder der 18. ist. Ja, sorry Leute, müsst ihr da nochmal einen Part warten.
Weil dazwischen kommt jetzt leider die Champions League, oder? Gibt's hier schon Berichte? Nee, also ihr müsst nochmal leider ein Part warten. Tut mir leid, habe ich jetzt auch nicht gewusst. So, Barca. Letzten 5 Spiele, 3 Siege. Ja, schaut euch die Truppe an, oder? Pedri, Lewandowski, Yamal, Doku auf der Bank, Alvarez, Meno. Da ist schon viel Qualität. Aber ich freue mich, das ist ein Bonusspiel einfach, finde ich, für uns. Wir können ja mal auf die Tabelle gucken. Wir spielen ja an dem Dienstag, das heißt, wir können vorlegen. Die anderen haben noch nicht gespielt, nee. Also mit einem Sieg sind wir ganz sicher im Achtelfinale. Weil Salzburg, oder wenn Salzburg nicht gewinnt, sagen wir einfach so, wenn Salzburg nicht gewinnt, dann sind wir auch durch. Gut, außer die anderen, da müsste viel zusammenkommen. Also wir sind im Achtelfinale, da gehe ich jetzt mal von aus. Und jetzt schauen wir mal, was zu Hause gegen Barca geht. Ich freue mich, schönes Spiel, aber dann im nächsten Part, verspreche ich euch, dann gibt es wirklich die ersten Berichte. Weil ich habe gedacht, wir spielen mittwochs, dann hätten wir auch da schon die Berichte bekommen. Aber dadurch, dass wir halt an einem 18. Spiel und nicht an einem 19. kriegen wir die Berichte erst dann am 19. Also macht's gut, bis zum nächsten Part, bis zum Spiel gegen Barcelona. Ciao, ciao.